Hallo, mein Name ist Thomas Etscher. Ich arbeite bei der Firma 3 Dahntechnik GmbH im Bereich des Produktmanagements und freue mich, Ihnen heute etwas über unsere Software 3eLook zeigen und erzählen zu können. Heutzutage ist es in Unternehmen immer wichtiger, ihre Prozesse zu optimieren. Darin liegt eigentlich der Gewinn eines Unternehmens. Und genau da setzen wir an. Wir können Workflows abbilden, wir können Rollen abbilden und dadurch Prozesse optimal in der Software widerspiegeln und sogar dabei helfen, Prozesse zu optimieren. Stellen Sie sich einfach mal vor, der Kunde, der kommt jetzt zu Ihnen ins Unternehmen, der möchte ein Angebot von Ihnen haben. Man legt ruckzuck einfach mal einen Auftrags- oder in dem Fall Angebotskopf an. Das heißt, man gibt die Fenster ein, gibt die Größen ein, die Materialarten ein. Das Fenster wird automatisch vom Programm sofort kalkuliert. Wenn man beide Kalkulationen hat, sogar eine Echtkalkulation und eine Preislistenkalkulation parallel zueinander. Und somit bekommt der Kunde von Ihnen natürlich ganz schnell eine Auskunft, was das Fenster kostet. Sie können ihn auch gut beraten und sagen, gucken Sie, so sieht es aus mit einer Sprosse oder wenn wir jetzt doch die Farbe vielleicht ändern, würde das vielleicht besser zu Ihrem Haus passen. Also man kann ganz gut beraten über die grafische Darstellung auch, die man da hat. So, und jetzt ist natürlich genau so, wie Sie es wollen, nämlich der Auftrag kommt. Also macht man eine Auftragsbestätigung an den Kunden und nach der Freigabe wird der erfasste Auftrag in die weiteren Prozesse überführt, die dann zum Beispiel heißen, ich plane jetzt diesen Auftrag in meine Kapazitätsplanung ein. Im System würden Sie jetzt hergehen, die Maske öffnen, in der Sie die Kapazitäten erstmal angucken könnten. Das System unterstützt Ihnen natürlich dann Engpässe aufzuzeigen oder aber auch Lücken zu finden, wo man den Auftrag einplanen kann, dass man vielleicht auch mal sehr schnell was liefern kann. Sie können also in der Software den Wunschtermin eingeben eines Kunden und dann gucken, kann ich den liefern? Und wenn es nicht der Fall ist, unterstützt das Programm auch und sagt, Achtung, da haben wir jetzt ein kleines Problem, der Zeitraum ist vielleicht zu eng oder das Material ist nicht verfügbar, sodass ich entscheiden kann, möchte ich jetzt dann vielleicht den Termin verschieben oder muss ich andere Dinge irgendwie ändern bei uns im Betrieb, damit ich eben den Termin doch möglich machen kann. Das ist eine Entscheidungsgrundlage, die man da bekommt. Gleichzeitig mit der Kapazitätsplanung passieren jetzt unterschiedliche Dinge, und zwar abhängig von der Firmengröße. Also unser Programm ist ja sehr skalierbar, deswegen haben wir für kleine, für mittlere und große Unternehmen unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten in der Software drin. Betriebe, die keine Materialwirtschaft einsetzen wollen, die können sich zum Beispiel unheimlich gut mit unserer Bestellverwaltung aushelfen. Also weiß jetzt auch die Bestellverwaltung, ich brauche das Material zur entsprechenden Zeit. Dann gibt es aber auch Betriebe, die einfach von der Mittelstandsgröße her die Prozesse der Materialwirtschaft auch im Haus abbilden. Das heißt, die brauchen natürlich auch eine echte Materialwirtschaftssoftware. Und das ist natürlich auch Bestandteil von unserer Lösung. Also dieser Kunde, der kann dann sagen, nach der Kapazitätsplanung möchte ich automatisiert meine Materialwirtschaft schon mit Informationen ausstatten, sodass die dann wiederum weiß, was für Bestellvorschläge muss ich denn generieren, sodass der Einkauf sehen kann, was muss ich denn zu welchem Zeitpunkt optimal bestellen. In Verbindung mit Microsoft Dynamics AX sind wir auch in der Lage, konzernartige Unternehmen mit unserer Software auszustatten. Der Kunde fängt jetzt an, seine Produktion entsprechend zu steuern. Das heißt, er bildet jetzt Produktionsserien. Dafür haben wir spezielle Filterfunktionalitäten in der Software zur Verfügung. Was wir auch können, ist, dass man Formen von Fenstern als Filterkriterium nutzt. Dass man sagt, ich möchte jetzt eine Serie nur mit Sonderfenstern machen, mit schrägen, mit runden und eine Serie mit den normalen Fenstern beispielsweise. Die Serie wird dann gedruckt, werden also die Daten erzeugt, dass die Maschinen entsprechend ihre automatisierte Produktion auch abwickeln können. Gleichzeitig kann man dann auch die ganzen Daten nutzen als Produktions-Controlling-Software. Das heißt, es ist nur noch ein Etikett, der scannt es ab, sieht wirklich am Arbeitsplatz genau, was muss ich denn tun. Gleichzeitig wird jede Information, die ich also in der Produktion erfasse über Scans, auch wieder ans System zurückgemeldet. Das kann man sowohl in der Produktion, aber auch im Büro dann entsprechend machen. Kunststofffensterbau. Es ist üblich, dass Stangen auf Lager da sind. Das heißt, es gibt Paternoster, wo man diese Stangen dann einfach entnimmt. Diese Stange wird aufgelegt und wird entsprechend in einem umfangreichen Bearbeitungszentrum bearbeitet. Und genau diese Informationen müssen natürlich im Stammdatenbereich des Programmes vorhanden sein und werden dann genutzt in der Produktion, um entsprechende Fenster zu fertigen.
Und der nächste Schritt ist dann, dass diese Teile in Fachwägen einsortiert werden. Auch hier unterstützt die Software. Das heißt, wir sagen schon, welches Fach wird mit welchem Teil bestückt, sodass der nächste Arbeitsprozess genau weiß, wo er seine Dinge dann wieder rausholen kann. Der nächste Arbeitsschritt wäre dann das Verschweißen der Elemente, der Einzelteile. Bei diesem Prozess wird in der Regel auch schon das Etikett aufgebracht, sodass an Folgeprozessen dann wiederum die Software über den Scan erkennt, welches Teil muss denn jetzt wie bearbeitet werden und den Anwender in der Produktion auch unterstützt. Nach dem Verschweißen der Elemente ist es dann so, dass eine Anbringung der Beschläge erfolgt. Der nächste Schritt nach der Beschlagsmontage wäre dann, dass man die Flügel und die Rahmen miteinander zusammenbringt. Dann ist ein weiterer Schritt, dass man die Gläser im Fenster einbringt. Auch hier unterstützt unsere Software in der Form, dass die Gläser vom Lieferanten angeliefert wurden und irgendwo stehen würden. Darum haben wir Ordnung ins Chaos gebracht. Bei der Einlieferung sagen wir dem System schon Bescheid, dieses Glas steht an der Stelle. Nachdem also das Glas drin ist, gibt es meistens noch eine Endkontrolle. Und wenn natürlich alle Positionen eines Auftrages gebucht wurden, dann weiß das System auch, dass der ganze Auftrag jetzt das Produktionsende vererbt bekommt. Und übrigens im Kunststofffensterbereich funktioniert es genauso wie im Holzfensterbereich. Und auch für die Logistik bieten wir entsprechende Tools an, die den kompletten Versandprozess von der Einplanung der Tour und des Gutes bis hin wirklich nahe zur Verfolgbarkeit praktisch widerspiegelt. Auch hier natürlich wieder die Barcodes, sehr wichtig. Wir haben sehr viel Erfahrung mit Versandlogistik im Bereich der Konzernlösung. Das Ziel dabei war der sogenannte intelligente Lieferschein, der also auch nicht nur sagt, was geliefert wird, sondern auch sagt, was nicht geliefert wird, sodass der Händler zum Beispiel oder der Endkunde sofort weiß, da hätten jetzt 5 Fenster geliefert werden müssen, sind aber nur 3 dabei, 2 sind noch im Rückstand. Dies war nur ein kleiner Überblick über unsere Software 3eLook. Weitere Informationen finden Sie direkt auf unserer Website. Sie können uns aber auch gerne anrufen. Wir freuen uns auf Sie.